Du kaufst ein Lastenrad wahrscheinlich zu einem ganz bestimmten Zweck. Kindertransport, Einkäufe, Sportsachen, was auch immer. Aber was ist jetzt, wenn nach ein paar Jahren dieser Zweck gar nicht mehr besteht? Lastenrad weiterfahren, auch wenn es unpassend ist? Verkaufen? Nun, dieses Fahrrad hier, das ist die Antwort. Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande und das hier ist das neue Lastenrad von Bike4three. Und dieses Bike kann etwas, was ich bei noch keinem anderen Lastenrad gesehen habe und was es wirklich zukunftsfähig macht. Gucken wir uns das mal an. Wir haben dieses Fahrrad von Bike4three ausgeliehen bekommen und sie unterstützen die Produktion dieses Videos finanziell. Sie haben allerdings nicht gesagt, was wir irgendwie wie sagen sollen. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine bzw. unsere eigenen. Wir sind komplett herstellerneutral. Bike4three ist ein belgischer Hersteller von Lastenrädern und der Name dieses Bikes hier, MID, heißt nicht, dass sie selber erkannt hätten, dass es eigentlich nur mittelmäßig sei, sondern dass darüber und darunter sich noch weitere Modelle befinden. Und eine Sache kann ich euch schon mal verraten: Am Ende dieses Videos wird dieses Fahrrad ganz anders aussehen. Während das Long auf einen klassischen Stahlrahmen mit Mischbereifung setzt, geht Bike4three hier auf einen Aluminiumrahmen mit 20 Zoll Rädern vorne und hinten, inklusive einer Federgabel. Und dieser Rahmen hat sehr viele spannende Details. Erstmal ist die Form meines Erachtens sehr gelungen. Und gerade in diesem Gelb ist das Rad ein echter Hingucker. Ihr könnt das Rad allerdings auch in Dunkelblau, Terrakotta und Salbei bestellen. Hier in der Mitte befindet sich ein dickes Unterrohr, in dem auch der Akku Platz findet. In diesem Falle einer mit 800 Wattstunden Kapazität, also durchaus 80 bis 100 Kilometer Reichweite. Natürlich abhängig davon, wo ihr wohnt, was ihr alles transportiert, in welchem Modus ihr unterwegs seid. Es gibt dieses Rad allerdings auch noch in einer günstigeren Variante mit 540 Wattstunden Akku und dem Performance Line Motor. Hier ist allerdings der neue Bosch Performance Line PX drin, der mit 90 Newtonmeter Drehmoment und 700 Watt Maximalleistung kommt, die euch mit bis zu dem Vierfachen eurer eigenen Leistung unterstützen. Also richtig viel Kraft. Und der ganze Spaß wird dann mit einer Shimano Nexus 5e Nabenschaltung kombiniert, die für die meisten Städte ideal sein dürfte, mit 263% Bandbreite, allerdings verhältnismäßig schmal übersetzt ist. Wie sich das Ganze fährt, sehen wir aber natürlich später noch im Video. In der Basis gibt es das MID ab einem Preis von 5.290 €. Unser Testrad kommt auf einen Preis von 6.559 €. Stimmt gar nicht, 6.595 € mit all dem, was ihr jetzt hier seht. Nun ist das MID erst ganz frisch auf dem Markt und das hier ist auch noch gar nicht so hundertprozentig final. Aber sie vertrauen jetzt in der ersten Generation des kürzeren Bike4three auf einen Bosch-Motor. Und da ist das Besondere, dass dieser Rahmen an sich gar keine Aufnahme für einen Bosch-Motor hat, sondern der Motor wird hier unten erstmal in eine Halterung geschraubt und diese Halterung wird dann von unten an diesen Rahmen geflanscht. Das ist ein ziemlich cooles Detail, weil das bedeutet auf der einen Seite, dass sie komplette Flexibilität haben, was das Motorsystem angeht. Shimano-System, Pinion MGU, DJI oder der Avinox S2 Motor, alles ist hier theoretisch mit diesem Rahmen möglich. Und selbst in 100 Jahren könntest du dir noch entsprechende Motorhalterungen irgendwie bauen oder drucken, um diesen Rahmen auf jeden Fall weiterverwenden zu können. Das ist ziemlich cool und sehr in die Zukunft gedacht. Du könntest sogar im Zweifel ein ganz klassisches BSA-Tretlager hier unten einbauen. Die Akkuöffnung ist ebenfalls großzügig gestaltet, damit man da verschiedene Akkus verschiedener Hersteller einbauen kann und nicht auf ein einziges System vertrauen muss. Und auch hier hinten der Hinterbau, die auswechselbaren Ausfallenden, das zeigt am Ende, dass es auch möglich ist, verschiedenste Schaltungen wiederum einzubauen. Und kurz nach der Veröffentlichung dieses Videos wird dieses Rad auch mit einem Riemen verfügbar sein. Also Bike4three hat hier wirklich an alle Eventualitäten gedacht
und das Rad so variabel und so anpassbar wie möglich ausgestattet. Beim Lenker hier oben finden wir erstmal einen sehr geraden Lenker vor mit einfachen, aber ergonomisch geformten Griffen und dem Purion 200 Display, mit dem sich durch alle möglichen Menüpunkte schalten lässt. Das ist gut ablesbar. Hier unten ist noch eine kleine Klingel und auf der anderen Seite sehen wir dann den Schalthebel der manuellen Nexus 5e Schaltung, der super schnell ist in der Bedienung. Also vom ersten in den fünften zu schalten, geht wirklich super einfach. Und noch ein paar weitere Details hat Bike43 sich für das Mid ausgedacht. Sie waren zum Beispiel nicht so zufrieden mit den höhenverstellbaren Vorbauten, die es so in der Welt des Fahrrads gibt, und haben sich deswegen gesagt, machen wir halt selber was. Und diese Arbeit hat sich gelohnt, denn auf der einen Seite ist das hier ein ultra stabiles System. Also selbst wenn man damit auch fährt, kriegt man das nicht irgendwie nach hinten und vorne gebogen. Und auch die Höhenverstellung ist wirklich amtlich und das Ganze ist auch nachher in der Bedienung super fest. Was ebenfalls durch diesen höhenverstellbaren Vorbau auffällt, ist, dass der Lenker von Haus aus eine relativ hohe Position hat und sich dann auch noch hier oben in der Neigung verstellen ließe, sodass er näher ran oder weiter weg kommt. Also eine verhältnismäßig hohe und aufrechte Sitzposition. Und was darauf ebenfalls einzahlt, ist der recht steile Sitzwinkel, sodass wirklich diese kurze und hohe Position zustande kommt, die von einigen geschätzt wird. Bike43 gibt an, dass dann Menschen zwischen 1,45 m und 1,90 m auf diesem Fahrrad sitzen können. Hier mit einer zweigeteilten Teleskopsattelstütze ist das möglich. Nur der Sattel ist etwas schmal für diese aufrechte Sitzposition. Nur mit diesem Bügel hier geht der Sattel nicht ganz so weit runter. Aber da sind wir jetzt bei dem Thema Cargo. Denn Longtail-typisch hat dieses Rad zwei Möglichkeiten, um Gepäck oder Lebewesen mitzunehmen. Erstmal gibt es hier vorne einen 40 x 30 cm großen Korb, der sich mit 20 Kilogramm belasten lässt. Ist schön hoch eingefasst, damit manche Dinge zumindest nicht unbedingt verzurrt werden müssen. Ich habe jetzt hier trotzdem diesen Fahrerstraps einfach mal montiert, der sehr sinnvoll ist. Auf jeden Fall lassen sich hier allerlei Boxen, Taschen etc., die Schulrucksäcke einfach hineinstellen und einfach mitnehmen. Für kleinere Kleinigkeiten sind die Öffnungen allerdings ein bisschen groß. Dieser Marienkäfer zum Beispiel, der würde einfach so rausfliegen. Da würde ich dann schon irgendwie eine geschlossene Box montieren. Aber der Hauptgepäckträger ist natürlich hinten und der macht richtig Spaß. Bei 85 Kilogramm maximaler Belastung bietet er Platz für bis zu 3 Kinder. Erstmal kann diese Basis aus Holz auf diesen Gepäckträger draufgeschraubt werden und bietet einzelne Segmente mit sehr gemütlichen Sitzpolstern und die Kinder können ihre Beine dann hier unten auf diesen Trittbrettern abstellen. Allerdings sind die ein bisschen kurz für 3 Kinder, ne? Die bieten niemals Platz für 3 Füße hintereinander und dafür ist diese Box hier da. Denn dort kann das kleinste Kind die Beine einfach reinstellen und nimmt dann keinen Platz weg. Und dadurch wird das Rad eben trotz dieser Kapazität für bis zu 3 Kinder hinten drauf verhältnismäßig kurz. Allerdings gibt es auch ein kleines Netz, das hier zwischengehängt werden kann, sodass dieser Platz für kleinere Taschen, für Einkäufe etc. genutzt werden kann. Und wenn Kinder dann hier hinten drauf sitzen oder auch Last hinten drauf ist, wie zum Beispiel eine Eurobox, dann ist dieser Bügel hier ziemlich sinnvoll. Denn der ist auf der einen Seite super stabil, hat auf der anderen Seite aber auch noch eine sehr coole Funktion. Denn der kann mittels dieser beiden Verriegelungsmechanismen einfach hochgeklappt werden. Und dann können die Kinder super einfach von alleine einsteigen, ohne irgendwie klettern zu müssen, ohne sich in Gefahr zu begeben. Und dieser Spaß funktioniert auch mit dem optionalen Regenverdeck. Also hier hat Bike43 echt an viele Details gedacht. Und wenn die Kinder drauf sitzen, dann einfach wieder einschnappen. Manchmal muss man auch ein bisschen nachhelfen, aber dann ist das wirklich eine sehr stabile und feste Angelegenheit. Gefällt mir richtig gut. Und den Kindern auch. Der Gepäckträger hat dann hier noch solche extra Streben für die Montage von Packtaschen, entweder von Drittherstellern oder von Bike43 direkt. Und es ist insgesamt eine echt stabile Geschichte. Vielleicht ist es euch auch aufgefallen, dass das Rad in dieser Version jetzt eine ganze Ecke länger ist als in dieser B-Roll.
Das liegt daran, weil ich den Gepäckträger verlängert habe, hier mit diesem Zwischenstück. Denn die beiden Kinder hatten mit 5 und 8 Jahren auf dem kürzeren Gepäckträgerstück nicht so super viel Platz. Und deswegen habe ich den einfach ein bisschen verlängert bekommen. Das geht zum Beispiel mit dem Bike4 mit ohne weiteres, ohne Probleme. Und da ist dann also wirklich richtig viel Platz hinten drauf. Aber das ist nicht die Änderung, von der ich am Anfang des Videos sprach. Bevor wir dieses Rad hier transformieren, gucken wir mal, wie es sich fährt. Und wir haben das jetzt hier beladen. Ihr könnt sehen, hier passt super eine Eurobox rein. Die wird von diesem Bügel auch so ein bisschen festgedrückt und hier gegen das Polster gedrückt, sodass die wirklich fest ist. Und dann sind hier 20 Kilo, 12 Kilo und hier vorne nochmal 8 Kilo drauf. Und was zuallererst auffällt, ist die Einfachheit des Ständers. Das Rad steht jetzt tatsächlich sicher. Man muss ein bisschen Kraft aufwenden, um es vom Ständer zu nehmen, muss dann gerade so ein bisschen nachhelfen, aber auch um es so beladen auf den Ständer zu bringen, ist das wirklich nicht schwer. Das Einzige, was ich so ein bisschen zu bemängeln habe, ist, dass man, wenn der Ständer hochgeklappt ist, man nicht unbedingt so ganz weiß, wie man den jetzt irgendwie drücken soll, wenn diese Fußleisten dran sind. Aber das ist insgesamt nur eine Kleinigkeit. Und das Erste, was wir machen, ist natürlich der Beschleunigungstest. Wir haben jetzt gerade nicht optimale Bedingungen, es ist ziemlich windig, aber erster Gang, Turbo-Modus natürlich. Und mal sehen, wie stark dieser Performance Line PX in diesem Rad ist. Wir legen los. Und 25 km/h. Und tatsächlich ging das ziemlich fix jetzt hier in den Regen rein. Herzlichen Dank dafür. Der Motor ist dabei verhältnismäßig leise und das Tolle an der Nexus 5e ist natürlich, dass man sie auch unter der Beschleunigung schalten kann und dass sie mit diesen 5 oder 4 Gangsprüngen da ziemlich gut ist für diesen urbanen Bereich. Dabei fühlt es sich schon so ein bisschen so an, als sei irgendwo im System so ein gewisser Widerstand da. Aber klar, wir haben hier eine Kette, die umgelenkt ist. Gucken wir jetzt aber mal, wie es am berühmt-berüchtigten Jerusalemsberg ist. Da versuchen wir nicht zu viel Leistung aufs Pedal zu bringen. So bummelig 200 Watt und eine Trittfrequenz von etwa 70 Umdrehungen pro Minute. Und dann mal sehen, wie gut der Motor in Kombination mit dieser Schaltung ist. Und unsere Basisgeschwindigkeit sind locker flockige 25 km/h, fast 25 km/h. Jetzt wird sie etwas steiler, 23, 22 km/h, 20 km/h gehen in den zweiten Gang. 17,3 km/h war unsere niedrigste Geschwindigkeit jetzt hier bei dieser Steigung. Das ist wirklich gut. Ich habe nur sehr wenig Kraft aufs Pedal gegeben. Aber der Motor in Verbindung mit dieser Schaltung arbeitet offenbar sehr effizient. Und zur Sitzposition lässt sich sagen, dass ich jetzt mit meinen langen Gräten mit 1,96 m minimal zu niedrig sitze. Es ist insgesamt komplett tolerabel, aber ich hätte den Sattel ganz gerne noch einen halben Zentimeter höher. Der Lenker kommt allerdings richtig schön hoch, selbst für solche großen Leute wie mich. Und die Sitzposition ist auch ziemlich aufrecht, weil auch der Reach nach vorne verhältnismäßig kurz ist. Wenn ich den Lenker loslasse, dann ist er ziemlich stabil, wackelt so ein ganz kleines bisschen. Ihr könnt jetzt hier so ein bisschen sehen, aber insgesamt ist das eine sehr sichere Abstimmung und das Rad fühlt sich, auch wenn man es so in die Kurve legt, sehr, sehr stabil an. Es hat ja für ein Longtail-Lastenrad auch in dieser Konfiguration noch einen relativ kurzen Radstand. Der Lenker ist mir persönlich vielleicht ein bisschen schmal, aber das ließe sich ja dank dieser Standardteile auch verhältnismäßig einfach tauschen. Jetzt so bei 25 km/h ist man im vierten Gang bei etwa 70 Umdrehungen pro Minute. Im fünften Gang bummelig bei 60, was man aber schon merkt. Im fünften Gang ist bei einer leichten Steigung bei dem PX-Motor schon Schluss. So, gucken wir uns jetzt mal an, wie es auf Gravel ist. Also hier merkt man gerade das Gewicht der Beladung doch deutlich und dass der Lenker verhältnismäßig hoch ist. So, aber auch wenn man sich hier so etwas engagierter in die Kurve neigt, dann fühlt sich das ganz gut an. Wie gesagt, man merkt schon das Gewicht. Das Fahrrad an sich ist nicht super leicht, plus die Beladung. Aber es fährt sich grundsätzlich sicher. Und was halt wirklich gut ist, dass dieser Lenkungsdämpfer eben auch verhindert, dass sich das Ganze vorne irgendwie aufschaukelt. Jetzt aber die Frage, wie gut macht sich der PX hier an der Rampe? Turbomodus, erster Gang und wir legen los.
Okay. Ja, und da muss man gerade für den ersten Moment doch relativ viel Kraft aufwenden. Wir probieren jetzt mal die Anfahrhilfe. Fuß aufs Pedal, Hill Start Active und los geht's. Okay, das ist dann etwas einfacher loszufahren, aber gerade bei solchen Rampen ist die Grundübersetzung, ist der erste Gang der Nexus 5e doch etwas schwer, gerade wenn das Fahrrad beladen ist. Die Nexus 5e ist halt eine Schaltung, die eher für flachere Gegenden und für die Stadt entwickelt wurde, und da ist sie auch wirklich gut, wenn man mit den Gangsprüngen gut klarkommt. Zum Absteigen muss der Einstieg überwunden werden. Das gelingt auch gut, auch wenn er nicht super niedrig ist. Jetzt schalten wir mal die Unterstützung aus und gucken, wie es ist, das ohne Akku zu fahren oder mit ausgeschaltetem Motor. Und auch hier wiederum merkt man die Nexus 5e Schaltung, dass die Grundübersetzung nicht super klein ist. Man hat schon ordentlich zu tun, aber das Rad ist wirklich wendig, auch dank des kurzen Radstands. Und was halt auch auffällig ist, trotz dieses kurzen Reach, ist es so, dass auch bei mir, bei meiner Größe, der Lenker nicht in Konflikt mit dem Knie kommt. Einfach dadurch, dass der Lenker sehr hoch eingestellt werden kann. Und jetzt gucken wir mal, wie es so auf Kopfsteinpflaster ist. Und hier bin ich gerade tatsächlich überrascht, wie wenig von der Vibration hier am Lenker ankommt. Also einerseits machen die Reifen einen ziemlich guten Job, um solche Unebenheiten abzufedern. Aber Federgabel hat natürlich auch hier einiges zu tun. Es kommt aber weder vorne noch hinten am Sattel viel an. Da bin ich gerade tatsächlich erstaunt, wie gut das funktioniert. Also andere Longtails, die rumpeln da doch deutlich mehr, auch wenn man bei vielen anderen Longtails eben noch mal deutlich weiter vorne sitzt im Vergleich zum Hinterrad. Aber hier ist das schon in dieser längeren Auslegung ja insgesamt verhältnismäßig kurz. Was man aber auch sagen muss, von der Rahmensteifigkeit ist das wirklich sehr gut. Selbst wenn man irgendwie aus dem Sattel geht, dann fühlt sich das alles sehr stabil an, auch bei so einer Bewegung. Der ganze selbst konstruierte Lenkerdom, das hat wirklich Hand und Fuß. Was beim Fahren allerdings auffällt, dass hier hinten am Fuß es schon recht viel Konfliktpotenzial gibt. Also hier ist wirklich alles auf geringe Toleranz ausgelegt. So, nach hinten ist genug Platz. Ich werde jetzt mal den Anker werfen bei 25 km/h, Bremstest, vorne in der zweiten Linie und jetzt. Hey, das erstaunt mich gerade. Das Fahrrad hat etwa die doppelte Länge gebraucht, um zum Stehen zu kommen. Das ist für Longtail-Lastenräder ein guter Wert. Die Shimano Vierkolbenbremsen, die machen eine sehr gute Arbeit, auch dank dieser riesigen Bremsscheibe vorne. Griffgefühl an den Hebeln ist so ein bisschen schwammig, aber das ist so ein bisschen typisch für Shimano. Also nur für alle, die gerne mit der ganzen Hand bremsen. Dafür sind die Bremshebel ein bisschen zu kurz. Ja, jetzt das war so der Fahreindruck zu diesem kleinen Spaßmobil. Und jetzt komme ich schön in den Regen rein. Das heißt, wir gehen in die Werkstatt und bauen das Ganze zu einem Compact Bike um. Und plötzlich ist aus dem Longtail-Lastenrad ein Shorttail-Lastenrad geworden. Und nein, ich habe nicht nur eine Kiste hinten drauf montiert, sondern der Radstand ist um 13 cm kürzer geworden. Unnötig zu erwähnen, dass es jetzt sehr viel quirliger nochmal fährt. In der Longtail-Version fährt es sich ja schon gut und quirlig, aber das hier ist eine echte Spaßmaschine. Super direktes Fahrverhalten und auch sehr komfortabel. Und dank dieses starken Motors, der jetzt hier drin ist, den es gar nicht in der normalen Short-Version gibt, sondern nur über diesen Umbau, hat das Gerät natürlich auch richtig Kraft. Fast schon wieder ein bisschen zu viel Kraft für so ein kleines Fahrrad. Aber hat sich ja noch niemand über zu viel Kraft beschwert, nicht? Diesen Umbau habe ich in Grundzügen übrigens in 1,5 Stunden geschafft. Eine Fachwerkstatt braucht natürlich längst nicht so lange dafür. Und weil das auch nicht ganz trivial ist, wird dieser Umbau auch nur von Fachwerkstätten durchgeführt. Ihr könnt euch nicht einzeln die Teile kaufen, aber ihr habt die Möglichkeit eben von einer langen zu einer kurzen Version zu wechseln und das innerhalb relativ kurzer Zeit. Es ist allerdings auch nicht so, dass man mal eben von kurz auf lang und wieder zurückwechselt, sondern dann entscheidet man sich auch für eine gewisse Zeit dafür. Das Coole an dem Short ist allerdings auch, dass es zwar mit 1,73 m super kurz ist, es aber trotzdem Platz bietet für 2 Kinder.
Und das auf 1,73 Meter Gesamtlänge. Also wenn diese Kiste hier nicht montiert ist, könnte man nämlich auch diese Sitzbank hier montieren, die auch aufs Große passt. Und wenn die in der hinteren Position ist, dann ist die Sitzbank genauso lang wie in dieser B-Roll mit dem langen Radstand. Wirklich stark. Für die volle Entfaltung des Potenzials fehlen hier noch so ein bisschen Zubehörteile wie zum Beispiel Pegs, damit so ein Kind auf dieser Sitzbank hier einfach sitzen kann. Aktuell ist es noch so zum Testzeitpunkt, dass sich 2 Kinder hier am besten in Kindersitzen mitnehmen lassen. Eine kleine Einschränkung gibt es aber. Hier in dieser kurzen Version darf das Rad jetzt nur 170 Kilogramm insgesamt wiegen. Auf diesem Gepäckträger dürfen aber trotzdem 70 Kilogramm Belastung sein. Das ist eine ganze Menge für so ein kompaktes Bike. Bike43 hat also nicht nur ein sehr zukunftsfähiges Longtail auf die Beine gestellt, sondern auch quasi den Bereich des Compact Bikes durchgespielt, weil ein so fähiges Rad auf einer so kurzen Gesamtlänge ist wirklich super selten. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und ich war auch beeindruckt von der Konstruktion dieses Fahrrads. Wenn man es auseinanderbaut, dann sieht man ja erst, wie das konstruiert ist und was sich die Designer dabei gedacht haben. Und das ist tatsächlich sehr, sehr cool gemacht, weil es auf der einen Seite simpel ist, auf der anderen Seite aber sehr effektiv und stabil. Das hat mich wirklich beeindruckt. Lea findet die Sitzposition sehr angenehm mit 1,62 Meter und sie sagt auch, dass sie super auf dieses Rad rauf und runter kommt. Das mit diesem Bügel hier hinten bei der langen Version, das gefällt nicht nur ihr, sondern natürlich auch den Kindern. Und was Lea auch positiv herausgestellt hat, ist die Einfachheit bei der Ständerbedienung. Hier müsste man jetzt die Feder noch mal ein bisschen nachziehen, aber das Rad ist wirklich sehr leicht auf den Ständer gestellt, egal ob beladen oder unbeladen. Das hat ihr und auch mir sehr gut gefallen. Wenn ihr also auf der Suche seid nach einem kompakten Longtail-Lastenrad, das eine größtmögliche Variabilität hat, mit dem das sich auf euer Leben anpasst und nicht andersrum, dann solltet ihr einen genauen Blick auf das Bike43 Mid und auch Short werfen, denn das habe ich so bei noch keinem anderen Longtail-Rad gesehen. Aber was haltet ihr von diesem Fahrrad, dem Bike43 Mid und Short? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Gebt den Daumen nach oben natürlich, wenn euch das Video gefällt. Und hier findet ihr ein Video von einer anderen gelben Maschine. Und hier könnt ihr abonnieren, sodass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss, bis dann.